Hallo meine Freunde, hola madridistas, spielfreier Tag bei der Club-WM oder so wie ich ihn immer nenne, Schatz, wann können wir endlich mal wieder zusammen was machen? Ja, morgen geht die Club-WM dann in die finale Phase mit Fluminense gegen Chelsea und übermorgen sind wir dann hoffentlich alle zusammen bei meinem Watch-Along. Paris Saint-Germain gegen Real Madrid. Das beste Spiel, was die Fußballwelt zurzeit wohl hergeben kann. Ja, worüber reden wir heute in dem Video? Wir haben verschiedene Themen, unter anderem die Club-WM ist jetzt 5 Spieltage alt für die Mannschaften, die noch dabei sind. Es gibt die ersten Statistiken, die auch relevant ist und wir schauen uns mal an, welche Spieler haben am meisten gepresst, wer ist am meisten gelaufen etc. pp. Bei Real Madrid. Und ich muss sagen, es gibt einige Statistiken, die mich überrascht haben. Die werden euch auch gefallen. Dann unterhalten wir uns über Javier Tebas, dem Präsidenten der spanischen Fußballliga, dem Madridista. Denn der attackiert sowohl Real Madrid als auch die FIFA Club WM und ich erkläre euch auch, warum er das macht. Und zu guter Letzt hat der FC Barcelona es mal wieder getan. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Es wird ein interessantes, lustiges Video. Viel Spaß dabei. Ja, und bevor wir mit den Themen starten, die ich eben annonciert habe, ihr kennt es inzwischen, fangen wir mit dem Zuschauerkommentar an, den ich mir gestern ausgesucht habe. Der ist repräsentativ für eine Frage, die sich in den letzten Wochen immer wieder wiederholt. Und das war der liebe Snowflake, der geschrieben hat, braucht Real Madrid noch Carreras? Und wo soll Mastantuono im 3-5-2-System spielen, Mario? Zunächst einmal, Snowflakes, danke für den netten und lieben Kommentar. Danke, dass du immer den Kanal unterstützt. Freut mich immer, deine Kommentare zu lesen. Fangen wir erstmal mit der ersten Frage an. Wir alle sind komplett begeistert von Fran Garcia. Ich selber habe in den Kommentaren schon mehrmals zugegeben, diesen Schuh muss ich mir anziehen. Ich war wahrscheinlich deutschlandweit einer der größten Kritiker von Fran Garcia. Ich habe sein Potenzial nicht gesehen. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Ich bin selber der größte Überraschte, neben Kylian Mbappé, sein Blick, den ich euch gestern schon gezeigt habe, nachdem Fran Garcia mal wieder erfolgreich gedribbelt hat, sagt, glaube ich, dass Kylian Mbappé die gleiche Einschätzung hatte wie ich von der Situation. Aber nichtsdestotrotz kann auch ein Fran Garcia, auch wenn er eine Maschine körperlich ist, keine 60, 65 Spiele in der Saison als linker Verteidiger machen. Dazu ist Ferland Mendy für das Konzept, was Real Madrid, was ein Xabi Alonso von einem Außenverteidiger verlangt, ist Ferland Mendy nicht der Richtige. Ein Außenverteidiger bei Real Madrid hat seine Stärken in der Offensive, zumindest beim Real Madrid von Xabi Alonso. Er muss laufen, pressen, offensiv drauf, flanken etc. Ein Ferland Mendy ist defensiv gesehen wahrscheinlich der beste linke Verteidiger der Welt gewesen, vor seinen Verletzungen. Mal schauen, wie er aus seinem Verletzungsdrama wieder rauskommt. Aber ein Ferland Mendy ist kein Außenverteidiger, der dir da 70 Minuten am 16er des Gegners steht und Flanke um Flanke bringt. Und deshalb alleine braucht Real Madrid natürlich einen neuen linken Verteidiger, damit er mit Fran Garcia sich abwechseln kann. Ein Xabi Alonso hat während der Club-WM auch schon oft klargemacht, dass wir zurzeit in einer speziellen Situation sind. Wir haben ein wichtiges Turnier, das auf 7 Spiele reduziert ist. Dass er da nicht so viel rotieren wird, wie im Laufe der nächsten Saison, wo englische Woche ein ganzes Jahr gehen, das ist logischerweise auch verständlich. Deshalb brauchen wir uns alle nicht wundern, ja, wir brauchen einen Álvaro Carreras und ja, wir brauchen auch einen Franco Mastantuono. 72,89 Millionen Euro. Kurz dahinter Paris mit 66,43, Fluminense 52 Millionen. Wisst ihr, was für ein Verein wie Fluminense 52 Millionen Euro bedeuten? Das ist der absolute Wahnsinn. Und Chelsea mit 50,83. Also die Halbfinalisten, logischerweise die am meisten verdient haben. Es gibt Siegprämien. Und da hört der Spaß noch nicht auf. Fangen wir erstmal damit an, dass Madrid mit diesen 73 Millionen Euro bereits Dean Housen und Trent Alexander-Arnold bezahlt haben. Mit 5 Spielen.
Zwei der besten Spieler der Welt auf ihrer Position für die nächsten 10 Jahre hat Madrid mit 5 Spielen bezahlt. Das ist der absolute Wahnsinn. Aber das bleibt ja dabei nicht. Sollte Real Madrid gegen Paris Saint-Germain gewinnen, werden Zuschauer mit ihren monatlichen Abos bei Movistar, bei Orange, bei DAZN etc. pp. Und dadurch können ja die Anstalten mehr Geld in die Liga überweisen. Das sind seine Gedankengänge. Ein Florentino Perez hatte ja schon angekündigt, dass die Super League, die er vorhat, dass da alle Zuschauer weltweit umsonst zugucken können. Wie hat ein Florentino Perez das gemacht? Nicht, weil der so denkt, wir verschenken hier, ich bin hier so nobel. Nein, er weiß ganz genau, durch die Werbeeinnahmen in der Halbzeit, während des Spiels etc., wie der Sohn das gerade auch macht, wird wesentlich mehr Geld generiert, als was ein Movistar etc. bezahlt. Deshalb hat der Sohn auch diese Club-WM gratis gemacht. Und das ist mal wieder der große Dorn im Auge von Javier Tebas. Er sieht diese Vision nicht und deshalb kämpft er mit allem, was er hat, dagegen. Und aufgepasst, ich sage nicht, dass diese Club-WM perfekt ist. USA im Sommer, viel zu heiß wahrscheinlich, die Spieler, die Stadien sind nicht vorbereitet, ein Gewitter muss unterbrochen werden, die Stadien sind nicht voll. Ja, aber auch die FIFA ist nicht dumm. Und warten wir mal ab, wenn dieses Turnier in 4 Jahren vielleicht in irgendeinem fußballverrückten Land gemacht wird. Ich habe Brasilien gehört, hoffentlich haben die da zuklappbare Stadien. Die FIFPro, der Weltverband der Profifußballer, sagt, dass die Vereine den Spielern einen Monat Urlaub, also 4 Wochen, und einen Monat Vorbereitung, ebenfalls 4 Wochen, geben sollten. Real Madrid spielt am Mittwoch das Halbfinale der Club-Weltmeisterschaft gegen Paris Saint-Germain. Von diesem Tag an, falls sie ausscheiden, bis zum ersten angesetzten Spiel in der spanischen Liga vergehen 40 Tage. 41, wenn wir den 19. mitzählen. Das ist nicht genug. Es ist nicht genug Zeit, damit eine Mannschaft nicht nur das erste Ligaspiel, sondern eine komplett anspruchsvolle Saison vorbereiten kann. Klar ist, dass es einfach nicht möglich ist, nur 40 Tage zwischen dem Ende einer Saison und dem Beginn der nächsten zu haben. 21 Tage sind Urlaub, der Rest ist Vorbereitung. Es gab eine Vereinbarung, 3 Wochen Urlaub und 3 Wochen Vorbereitung. Eine Vereinbarung, die laut AFE, laut Madrid und laut Atletico mit der Liga besprochen worden war. Die Liga hat das Spiel, wir wiederholen, für Dienstag, den 19. August angesetzt, den ersten Spieltag, Real Madrid gegen Osasuna. Wir werden sehen, was passiert, denn die Gewerkschaft AFE bestätigt gegenüber der Cadena Ser, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt nicht in Betracht ziehen, dass Madrid, nachdem es am Mittwoch, dem 9. Juli, das Halbfinale der Club-Weltmeisterschaft spielt, am Dienstag, dem 19. August, zum ersten Ligaspiel gezwungen wird. Wenn Madrid in einer Woche, also am kommenden Sonntag in New York, das WM-Finale erreicht, würde das weniger Tage und praktisch keine Ruhe bedeuten. Ja, soll uns noch mal einer erzählen, Javier Tebas ist Madridista. Das ist unglaublich. Er möchte sich nicht an seine Abmachung halten. Real Madrid und die Spielervereinigung müssen darum kämpfen, dass Javier Tebas nicht die komplette nächste Saison Real Madrid schon verbaut, indem er Real Madrid ganz einfach die Vorbereitung schon wegnimmt, den Spielern den Urlaub, Xabi Alonso die Zeit, die Mannschaft vorzubereiten auf so eine lange Saison. Ja, damit wir mal sehen, dass Javier Tebas Madridista ist. Ja, bin ich gespannt, was ihr zu diesen ganzen Themen zu sagen habt, könnt ihr gerne in den Kommentaren lassen. Ja, ich habe euch Statistiken der Club-WM versprochen. Damit fangen wir zunächst einmal an. Schauen wir uns erst einmal die Mannschaft des Viertelfinals an. Und da gibt es 2 erfreuliche Nachrichten für Real Madrid. 2 Spieler haben es in diese 11 geschafft. Zum einen Arda Güler und zum anderen Kylian Mbappé. Wobei ich mich wundere, Kylian Mbappé hat doch nur 20 Minuten gespielt. Okay, der hat ein sehr schönes Tor gemacht, aber gefühlt ein bisschen wenig, um in diese Mannschaft der Woche zu kommen. Aber es ist halt, so werden ja auch immer die MVPs des Spiels gewählt. Wenn ein Kylian Mbappé hat natürlich eine ganz andere Aura, der macht einen Seitfallzieher, deshalb ist er im Team. Für wen es mir wirklich leid tut, dass er nicht in der Mannschaft ist Fran Garcia. Cucurella ist in der Mannschaft, aber ein Fran Garcia,
hat für mich deutlich stärker gespielt als ein Cucurella. Das ärgert mich ein bisschen für den Jungen. Naja, egal. Aber um beim Thema Fran Garcia zu bleiben, ich habe euch Statistiken versprochen und schaut euch mal diese Statistik an. Das sind die Kilometer, die unsere Spieler bei der Club-WM bisher gemacht haben. Auf Platz 1 Fran Garcia, ich glaube, das wundert keinem von uns, mit fast 55 Kilometern. Und dann auf Platz 2, das hat mich gewundert, ein Dean Housen. Ich hätte nicht gedacht, dass Innenverteidiger so viel laufen. Ich war total überrascht. Hättet ihr das gedacht? Bin ich mal gespannt. Dann ein Federico Valverde, den wundert auch keinen. Und ein Tchouaméni und ein Gonzalo Garcia. Also ein Gonzalo Garcia, genau was ich euch gesagt habe. Dieser Junge hört nicht auf zu ackern. Auch ein Tchouaméni mit seiner neuen Rolle, wo er selber bestimmen kann, bin ich hinten, bin ich weiter vorne. Einige Kilometer, wobei wir auch nicht vergessen dürfen, da sind natürlich Spieler, die fast alle jedes Spiel durchgespielt haben. Es gibt Spieler, die zum Beispiel mal eine Halbzeit ausgewechselt wurden oder was auch immer, die können natürlich von den Kilometerzahlen nicht dahin kommen. Ja, umso verwunderlicher, worum geht es Xabi Alonso natürlich nach einem Ballverlust? Um das offensive Pressing. Deiner Mannschaft den größtmöglichen Vorteil durch dieses Pressing zu verschaffen. Und wer führt da Real Madrid an? Und das ist eben genau dieser Gonzalo Garcia, was wir alle immer gesagt haben. Dieser Junge ackert ohne Ende mit 155 Pressing-Aktionen. Kurz gefolgt von Jude Bellingham und Arda Güler. Das bin ich komplett verwundert. Arda hat doch mal eine Halbzeit gar nicht gespielt und Bellingham wurde jetzt auch ausgewechselt. Trotzdem leben die beide die Philosophie von Xabi Alonso. Das sind vielleicht Aktionen, die gar nicht so sehr auffallen, aber die für die Mannschaft unendlich wichtig sind. Also mich hat es überrascht, Jude Bellingham und Arda Güler da zu sehen. Und Vini Junior übrigens auch knapp dahinter. Von wegen Vini ackert nicht. Auch Vini macht seine Kilometer vielleicht vorne nicht so effektiv, wie wir es kennen, aber er stellt sich in den Dienst der Mannschaft. Und dann ein Federico Valverde, der ist gefühlt überall. Ja, und dann noch zu guter Letzt, welche Spieler haben die meisten Pässe im letzten Drittel dieser Club-WM gemacht? Platz Nummer 1, ein gewisser Arda Güler, kurz gefolgt von einem Olise und einem Joshua Kimmich. Die sind beide inzwischen raus. Also Arda Güler kann im Halbfinale gegen Paris diese Statistik nochmal erweitern. Und in diesem Sinne, wo Arda Güler sowohl beim Pressing als auch bei den letzten Pässen auf beiden Fotos in der Tabelle relativ weit oben war, ist dieses Meme erschienen, das ich euch einfach zeigen musste. Arda Güler alleine als das Traummittelfeld, Modric, Kroos und Casemiro. Ich habe mich so kaputt gelacht. Das wollte ich auf jeden Fall mit euch teilen. Ja, und dann beenden wir das Video. Es ist schon wieder etwas länger, als ich es mir erhofft habe. Aber Barcelona hat es schon wieder getan. Wir alle wissen, was Barcelona vor einigen Jahren mit Barca Studios gemacht hat. Barca Studios hat ja, keine Ahnung, 3 oder 4 Mal 45 oder Prozent von ihrem Barca Studios verkauft. Immer wieder haben sich neue imaginäre Käufer gefunden. La Liga hat immer gesagt, ach, die zahlen bald Geld, geil, dann könnt ihr jetzt Spieler verpflichten etc. Und am Ende gab es diese imaginären Käufer nie. Und Barcelona hat Spieler eingeschrieben, die nie für Barcelona hätten spielen dürfen. Haben Transfers gemacht, Verträge verlängert etc. Das gleiche Spiel. Dann wurde aus Barca Studios ja Barca Vision. Die haben nur den Namen geändert und haben das gleiche nochmal gemacht. Und wieder gab es imaginäre Käufer, das Geld ist wieder nie gekommen und La Liga von Javier Tebas hat wieder gesagt, oh, ihr habt einen neuen Käufer, natürlich dürft ihr Spieler einschreiben, etc. pp. Dann hieß die nochmal anders, die Firma, also 3 Namensänderungen gab es schon. Und gestern die tolle Nachricht für jeden FC Barcelona-Fan. Das Projekt Barca Media 360 ist geboren. Wir haben einen neuen Namen gefunden. Barca Media 360. Es geht wieder um das Gleiche, wieder um die Fernsehrechnungen, NFTs etc. Kontakt auf den Social-Media-Seiten mit den Fans. Das Klassische, was wir schon kennen. Der FC Barcelona ist einfach der Arjen Robben der Vereine. Die machen immer wieder den gleichen Trick, aber er funktioniert immer wieder. Also warum sollten sie irgendwas ändern? Aber Javier Tebas ist währenddessen beschäftigt, anstatt das mal zu regulieren, ist er damit beschäftigt, die Club-WM zu attackieren.
Spanien, das kannst du nicht erklären. Spanien musst du leben. Ja, ich hoffe, das war ein gutes Schlusswort für mein heutiges Video. Wir sehen uns morgen. Lass mir deine Meinung zu diesem Video bitte in den Kommentaren. Nicht vergessen, wenn du schon mal da bist, liken, teilen, followen. Und wir sehen uns, wie gesagt, morgen. Bis dahin, ein kräftiges A la Madrid!